Hallo ihr Lieben, Hallo ihr Lieben. schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben ja letzte Woche ein Video aufgenommen für euch zu dem Wegweiser, was war's, der Dämon beim Namen nennen. Jetzt Dämon war bei ich gerade Namen. irgendwie so halbert hier auf dem Schlauch, genau, und da haben wir schon viel über Erwartungen gesprochen und hatten daher auch die Idee, dass wir über unseren dritten Wegweiser, werde dir deine Erwartungen bewusst, heute nochmal ein Video drehen. Ganz genau. Und ja, Christian, vielleicht magst du mal erzählen, was fällt dir ein zum Thema Erwartungen? Erwartungen finde ich ein ganz super Thema. Ja, wenn man sich mit Erwartungen beschäftigt, mit seinen eigenen Erwartungen und mit Erwartungen, die an einen gerichtet werden, kann man unheimlich viel entdecken. Erwartungen sind aus meiner Sicht der Grund für ganz viel Leid. Mhm. Also das muss ich einfach so sagen. Erwartungen sind eine Projektion in die Zukunft. Das heißt, man ist nicht hier bei sich, sondern man ist woanders und in der Zukunft. Und wenn das dann nicht so eintritt, ist er in der Regel, ist es schlecht. Fühlt man sich schlecht, ist enttäuscht. Wenn es eintritt, ja, ist es okay, aber nicht unbedingt jetzt super, super, super. Also von dem her ist Erwartungen im Prinzip schon so ein schlechtes Geschäft, ja, weil man dann eigentlich nur verlieren kann. Das finde ich gut, genau. So würde ich sagen. Mit Erwartungen kann man nur verlieren. Man lässt sich nicht mehr so richtig überraschen vom Leben. Zum Beispiel. Ja, man schaut einfach, naja, ich hätte gern, dass das passiert in meinem Leben, das passiert und hat auch dann viel mit Kontrolle zu tun. Absolut, weil, wenn man sich genau überlegt, dadurch, dass man ja schon in etwa weiß, wie etwas sein soll, hat man Erwartungen, in dem Fall zum Beispiel häufig an andere Menschen, die man nur noch zu Schauspielern degradiert, indem man erwartet, dass sie so und so sich verhalten, wie wenn man selber der Regisseur wäre in einem Theaterstück und die anderen sind nur Schauspieler, die den Text und die Rolle ausfüllen, die man ihnen zugeführt hat. Und wenn es dann nicht klappt, ist es eben nicht so toll. Wenn es klappt, ist es irgendwie gut. Aber ich habe ja gar keine wirkliche Interaktion. Also ich nehme den Mensch gar nicht als Mensch wahr, sondern nur als Schauspieler, als Darsteller in meinem Film, in meinem Theater, der da was zu erfüllen hat. Das klingt, finde ich, erstmal toll, aber ich finde das ja selber immer nicht ganz so einfach, ja, immer meine Erwartungen zu reflektieren, zu beobachten und auch immer hinter mir zu lassen. Vielleicht hast du einen Tipp, wie machst denn du das? Also das Wort einfach habe ich in diesem Zusammenhang noch nicht benutzt. Werde ich auch nicht tun. Ja, das Wichtigste, der erste wichtigste Schritt ist erstmal seiner Erwartungen bewusst zu werden. Mhm. Und keine Erwartungen zu haben, ist ja auch schon wieder eine Erwartung, weil man hat ja auch ganz, ganz viele Erwartungen an sich selbst. Also es geht dann nicht nur um andere Menschen, sondern auch um sich selbst. Und Dazu was. also von dem her, sich seine Erwartungen mal anzuschauen und das ist schon ein Riesenschritt und damit erstmal in erster Instanz auch sich gut fühlen damit. Und wenn man sich dessen bewusst wird, lernt man ja auch immer mehr, dass es sehr viele Erwartungen gibt, die gar nicht aus einem selbst kommen, sondern die einem von anderen eingeimpft worden sind als Kind von der Gesellschaft, vom Arbeitgeber, in der Partnerschaft und. Und kann da zum Beispiel mal realisieren, dass es gar nicht eigene Erwartungen sind, sondern Fremderwartungen. Und was können Fremderwartungen? Sie können gehen, dürfen gehen, weil sie gehören ja nicht zu einem. Ja? Lass Ich sie glaube, laufen. da habe ich ein super Beispiel. Super Beispiel. Ja, Hauptsache nicht mit mir. nein, nicht mit dir. Ich muss wirklich sagen, fällt mir jetzt gerade ein und hab's in meiner Kindheit nicht gelernt, sage ich jetzt mal, von meinen Eltern, dass man immer den Klodeckel runter macht, ja. So, also habe ich nicht gelernt. Dann habe ich in meinem Studium plötzlich Freundinnen um mich herum gehabt, für die war das total wichtig und die haben sich darüber unterhalten und dann habe ich gemeint, okay, ja, ja, okay, muss man wohl machen, damit man
halt nicht abgelehnt wird und so weiter. Also habe ich diese Erwartung auch übernommen und dann habe ich plötzlich angefangen mit meinem damaligen Freund, mit dem ich, keine Ahnung, schon 3 Jahre oder so zusammen war, wir hatten dieses Thema nie. Dann habe ich plötzlich angefangen, ihm zu erklären, dass man den Klodeckel immer runter machen muss und das war eigentlich total absurd. Damals habe ich das noch nicht reflektieren können. Aber heute kann ich sehen, ja, da habe ich eine Erwartung von jemandem anders auf mich übertragen und dann sogar noch an jemand anders weitergegeben. Konnte dir jetzt gar nicht folgen. Muss er jetzt oben bleiben oder nicht? Unten musste der sein. Unten Musste der sein. Ja. Ja. Nach Feng Shui schon. Ja. Ja. Aber auch das ist, Mai, ich meine, ganz ehrlich, was passiert, wenn der Klodeckel offen ist? Keine Ahnung. Es ist vielleicht eine Ästhetik, aber es ist im Prinzip wurscht. Aber wir wollen auch gar nicht zu tief auf das Beispiel gehen, sondern was ich mit dem Beispiel sagen will, wie krass wir einfach von unserem Umfeld geprägt werden. Ja. Und es geht mir nicht um dieses Klodeckel-Beispiel, weil das muss Von jeder Vera für sich selber Birkenbiel gibt es ein extremeres Beispiel. Es gab eben einfach Stämme irgendwo im Urwald, wo man von einem 13-jährigen Jungen erwartet hat, dass er sich entfernt vom Stamm und dann mit einem Schrumpfkopf, also mit einem geschrumpften Kopf eines getöteten Gegners zurückkommt, um dann zum Mann zu werden. Ohne Schrumpfkopf brauchst du gar nicht wiederzukommen. Für uns ist es völlig absurd, aber für diese Menschen ist es völlig normal, diese Erwartung zu haben an einen jungen Mann. Und so gibt es auch ganz viele Erwartungen, die wir an uns haben, die wir aus der Gesellschaft, aus der Erziehung haben, die völlig unnötig, völlig unsinnig, unmenschlich sind. Und diese Erwartungen, das ist eine Riesenbefreiung, die gehen zu lassen. Ja. Weniger Erwartung zu haben, ist ein großer Schritt in die Freiheit, die persönliche Freiheit. Weil viele Erwartungen, man denkt dann, wenn ich das habe, werde ich glücklich. Aber leider ist es auch oft so nicht. Wenn dann, genau das hast du am Anfang schon mal gesagt, oft ist es so, wenn etwas erfüllt wird, was ich irgendwie erwartet habe, dann ist es irgendwie der Setpoint. Und dadurch leben wir so halb, ja, du hast es schon mal gesagt, halb tot. Weil entweder bin ich irgendwie unzufrieden, weil eine Erwartung nicht erfüllt ist oder sie wurde erfüllt und das ist mein Setpoint. Aber es ist nicht so, yay, das Leben hat mich überrascht, das ist was passiert, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und ich kann in dieser Neugierde und Begeisterung bleiben. Das geht dann echt verloren. Kann man sagen, dass man Erwartungen auch eine Art von Wunschgefühlen sind, also Gefühle, die man sich wünscht zu fühlen in der Zukunft? Ja, das ist eigentlich eine super Beschreibung. Also finde ich. Es geht wirklich darum, und es geht, glaube ich, noch nicht mal unbedingt um die Zukunft, es geht auch manchmal ums Jetzt. Also ich kann mir jetzt auch wünschen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie du irgendwas veränderst oder mir einen Kaffee bringst oder was weiß ich was und dass ich meine, nur dann bin ich jetzt glücklicher. Aber es sind im Prinzip Wunschgefühle, entweder aufs Jetzt oder auf die Zukunft bezogen, ja. Sehr schön beschrieben. Da gibt es aber noch was anderes, das finde ich jetzt wichtig, dass wir es ansprechen, indem man im Prinzip bestimmte, du hast es gerade Wünsche genannt, vielleicht gibt es noch ein anderes Wort, egal, dass man Wünsche hat, ohne dass man Erwartungen hat. Das kann man durchaus trennen. Ja, kann man definitiv trennen. Ich finde es schwer, erklär es mir mal. Also ich weiß auch nicht genau, wie ich das erklären kann. Das kann ich fühlen. Ich auch, an dem Kaffeebeispiel. Also ich merke halt schon, dass ich oft so eine Idee habe, wo ich mich in meinem Leben hin entwickeln möchte oder so eine Idee, was ich vielleicht irgendwann mal machen möchte. Aber es wird nicht so starr, so, das muss passieren. Eine Erwartung wird ja dann starr. Also vielleicht ist es dass so eine Erwartung wird dann starr. Und bei einer Idee oder einem Wunsch ist es noch so ein bisschen, oder vor allem bei einer Idee, bei einem Wunsch weiß ich nicht genau, das kann auch starr werden. Ich glaube aber bei einer Idee, da bleibt es frei. Es ist eine Idee und es kann sein, dass ich morgen eine neue Idee habe und dass es sich verändert und dass ich einfach entspannt bleibe, dass ich mit dem Leben fließe. Und es ist nicht so dieses, das muss passieren. Ja. So, dann bin ich voll zu.
Ich muss das ein bisschen in meinem Körper zeigen, was da in Sehr mir gut. passiert. Ja, und das mit dem Kaffee ist ein ganz einfaches Beispiel. Theresa kann das sagen, ich hätte jetzt gerne einen Kaffee, ohne dass die Erwartung zum Beispiel da ist, dass ich den Kaffee mache. Und das kann ich zum Beispiel sagen, das funktioniert. Da sind wir meist ohne Erwartung, weil man einfach offen ist. Man hat dieses Bedürfnis und äußert es, will aber eigentlich nur wissen, ob der andere auch einen möchte. Geht aber nicht darum, wer es macht. Ja. Mhm. Genau, genau. Und einfach, und das macht frei und entspannt und glücklich. Also, ich kann es nur wiederholen. Ja, und dass derjenige, der es macht, der macht es dann entspannt in Liebe und es ist einfach schön. Und beide freuen sich Und nicht vergessen, über die Kleinigkeiten. keine Erwartung haben, ist auch eine Erwartung. Ist auch nicht gut, auch schlimm irgendwie. Also von dem her entspannt bleiben, sich die Erwartungen anschauen. Ganz viel ergibt sich dann von alleine, indem man, wenn man sie sieht, wird es klar, was da läuft. Da sind wir sogar schon bei einem unserer nächsten Wegweiser. Das ist das ganze Thema wirklich, finde Abstand, dass du dich mehr beobachtest, dass du mehr mitbekommst, was passiert da in mir, um das überhaupt wahrzunehmen, weil oft ist es so, dass wir so krass drin sind und ich meine, mir passiert das auch manchmal noch, dass ich dann da so krass drin bin und erst hinterher merke, da war ich aber mal wieder voll in der Mausefalle. Und ja, und wenn mir das passiert, vielleicht nochmal zu unserem Dämon beim Namen nennen, also von unserem Wegweiser von letzter Woche. Durchaus passiert mir das, dass ich merke, so, boah, irgendwie, das war jetzt gerade hakelig auch zwischen uns. Und dann zu reflektieren, zu merken, irgendwie hatte ich da eine Erwartung und das dann auch ein paar Stunden später, Minuten später, vielleicht auch Tage später, wenn es einem bewusst wird. Der Abstand wird immer geringer, meiner Erfahrung nach, dass es einem bewusst wird. Dann anzusprechen beim anderen und den Dämon beim Namen nennen. Boah, da war ich jetzt in meiner Erwartung gefangen und sorry, ich habe es erst jetzt mitbekommen. Ja, oder eben umgekehrt, dass man sagt, ich spüre hier gerade eine Erwartung und die soll bei dir bleiben, die geht mich nichts an. Das ist auch das beim Namen zu nennen, anstatt das zu schlucken oder zu erfüllen, damit die Stimmung gut bleibt oder ja, dass sich die eigenen Erwartungen dann erfüllt, indem man quasi ein Guthaben, ich erfülle die Erwartung und möchte meine Erwartungen erfüllt. Das ist so eine Buchhaltung, so eine interne. Ansprechen, wenn man Erwartungen entgegnet bekommt, zu sagen, es ist eine Erwartung von dir und damit komme ich nicht klar. Genau. Und gleichzeitig ist allerdings dann die Gefahr, dass jemand selber in die Erwartung kippt, dass der andere sich jetzt ändert und das jetzt loslassen kann. Auch das ist dann leider auf diese diese Wechselwirkungsacht, in die wir dann reingeraten. Das darf auch sein, aber das ist immer die Gefahr vom Ansprechen, wenn es um den anderen geht. Du machst da gerade was falsch. Also da muss man auch sehr, sehr achtsam sein mit, weil... Ich wiederhole mich, von einfach habe ich nicht gesprochen. Stimmt. Aber kann Spaß machen. Ja, ich meine, ganz ehrlich, es ist nicht einfach, aber meine Erfahrung ist, es wird immer einfacher. Das stimmt. Es ist nicht einfach, aber es wird immer einfacher. Das stimmt. Wenn es läuft, dann läuft's. Wegweiser Nummer 10. Mein Lieblingswegweiser. Aber das gibt es ein anderes Mal. Genau. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich Vielen glaube, Dank, das ihr war's. Lieben. Oder Ja. möchtest du noch was sagen? Nein, perfekt. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, wir freuen uns immer über Feedback. Es gibt verschiedene Kontaktmöglichkeiten, Kommentare hinterlegen, man kann uns eine E-Mail schicken, man kann uns anrufen, man kann so vieles, wenn man mit uns in Kontakt treten möchte. Wir sind immer interessiert auch an Input von außen, weil wir sind auf dem Weg und das heißt aber auch, dass wir noch nicht angekommen sind. Der Weg, das macht Spaß. Das macht Spaß. Ja. Und wir lassen uns auch immer noch mal vom Leben überraschen. Also,
lasst vielleicht heute ein Stück eure Erwartungen los, was ihr für Erwartungen an den Tag habt und lasst euch vom Leben überraschen. Ja, Bis bald, ihr Lieben. bis bald. Ciao. Ciao.